Was waren die Herausforderungen bei diesem Dreh? Ja, cheers zu dem, gell? Cheers. Ja, ist super. Mit Käse kommt das gut. Wir fangen in Zermatt an. Stellt euch gegenseitig vor. Das ist der Flavio Gerber, Co-Regisseur von Aiming High und Executive Producer. Ja. Alun Meyerhans, Freund und Co-Regisseur von Aiming High. Ein sehr genauer, schafferisch, sehr überlegt und sehr wertvoll war für das Projekt. Das Kompliment hätte ich dir auch noch geben können. Ja, danke. Der Skisport liegt in der DNA von uns Schweizers. Das ist jetzt eine riesige Chance, die Rennen zurück nach Zermatt zu bringen. Zermatt is a race that no one's ever done. It's a great racetrack. It's got the most iconic setting in the background. 2 Jahre haben wir gedreht, 2-mal haben sie es versucht. Nicht eins Rennen. Was waren die Herausforderungen bei diesem Dreh? Die Frage ist, ob man überhaupt kommt. So, das ist mal eine grosse Herausforderung. Und das andere ist halt einfach die Temperatur, Wind, Kälte ist schon ein bisschen grenzwertig gewesen. Amigs ist auch das Material nicht mitgemacht. Das ist noch lustig, wir haben uns dann eigentlich immer gegenseitig bemitleidet. Wir haben die Skileute bemitleidet und sie uns. Bei den Absagen der Rennen habt ihr euch insgeheim darüber gefreut, weil es eure Story spannender gemacht hat? Die Stärke von diesem Film ist so ein bisschen das Aufzeigen und auch Fragen aufwerfen. Und mit dem Scheitern, muss ich sagen, sind wir sicher näher dort, wo man darüber diskutieren kann, über Sinn und Unsinn und über den ganzen Klimawandel. Und wenn jetzt das so gesagt, wir hätten das Rennen gehabt, dann hätten wir ja so bewiesen, dass man das machen kann. Und dann wäre vielleicht auch so die Diskussionsgrundlage ein bisschen eine andere. Aber ja, emotional bin ich schon echt voll dabei gewesen und dachte, yes, jetzt, ich mag es mir so gönnen. Euer Dokumentarfilm wird von einem wichtigen Skirennsponsor finanziell unterstützt. Wie hat das eure kreativen Entscheidungen beeinflusst? Ja, wir sind effektiv gesponsert oder finanziert von Sunrise und MySports zu einem grossen Teil. Und da sind wir sehr, sehr offen und transparent in das Gespräch hinein und gesagt, hey, wir haben die Idee, wir würden das auch gerne machen. Und wir brauchen jemanden, der uns da finanziell unterstützt. Also wir waren mega frei und auch, wir haben auch so gesagt, hey, wir brauchen die Freiheit, um auch wirklich glaubwürdigen Film zu machen und das am Schluss das für sich stehen kann. Hier in Zermatt leben ja zu 100% vom Tourismus. Und es ist eine sehr heikle Frage, wie viel ist zu viel? Jetzt ist es wie immer, wenn du etwas Neues machst. Die einen finden es cool, die anderen haben Respekt, die Dritten sind sowieso gegen das Neue. Manchmal sehe ich in den Augen der Leute, die hier verantwortlich sind, schon auch ein bisschen Dollarzeichen. Es gab viele Diskussionen um die Nachhaltigkeit des Rennens. Wie hat diese Klimadiskussion eure Story beeinflusst? Es ist natürlich ein grosser Teil der Geschichte und klar haben wir das auch ganz am Anfang thematisieren und es muss thematisiert werden, Sinn, Unsinn. Und ich glaube, ja, wenn wir es schaffen, mit dem die Diskussion so ein bisschen anzuregen oder auch die Leute, dass sie sich selber fragen, ja, wo stehe ich da, was macht das mit mir? Ich glaube, dann haben wir schon mal einen wichtigen Punkt erreicht. Plateau Rosa. Rosa? Plateau Rosa. Okay, super, danke. Erzählt von eurem persönlichen Highlight. Ja, dort, wo es wirklich darum ging, die Entscheidung zu treffen, findet das Rennen statt oder nicht. Wo wir, ich glaube, so nahe wie noch niemand einfach an den FIS-Funktionären sein können. Und wo sie sich dann, es ist wirklich eine Bessenkammer in einem Restaurant, echt zurückziehen, eben, dass niemand rundherum mitbekommt, was jetzt passiert und was sie entscheidet. Für mich war es ein sehr intimer Moment, weil es einfach so viel auf dem Spiel gestanden ist. Mein Highlight war das Interview mit der Lara Gut. Es braucht ein bisschen, um ein Vertrauen aufzubauen und halt mit Sportlerinnen. Es gibt nicht so viele Interviews, aber sie hat sich zum Projekt committed und hat gefunden, hey, ich bin dabei und hat uns eigentlich überall wieder Interviews gegeben, wo sie auch gesagt hat, so, ja, okay, ich hätte jetzt eigentlich keine Lust und eigentlich möchte ich jetzt auch vom Berg runter, aber sie hat zum Projekt ja gesagt und ist dann auch nach diesen Absagen hat sie uns als einziges Team eigentlich noch ein Interview gegeben, wo dann auch alle noch das
mitgefilmt haben und so. Und das habe ich mega cool gefunden, dass sie wie so gewusst haben, so, hey, wir erzählen die Geschichte und um die Geschichte zu erzählen, sind sie auch Teil davon. Wenn du die Rennen verschlafst, dann ist das Rennen um die kleine Kristallkugel gelaufen. Es muss ein blindes Vertrauen sein, weil am Schluss fahren die da mit 130, 140 oben runter. Angst, ich glaube, das kennt man als Athlet nicht. I'm nervous. You are? Ja. Es kann genial werden, wie es kann katastrophal sein. Hey, es geht im Fall Richtung Ziel, die Alabfahrt. Und jetzt sind wir in Cervinia angekommen. Würdet ihr mit dem Wissen von heute das Filmprojekt noch einmal so umsetzen? Ja. Es ist wie in jedem Projekt. Man hat so viel Wissen jetzt nach 2 Jahren, wo man wahrscheinlich viel gezielter noch sagen kann, hey, das ist wichtig, das ist vielleicht weniger wichtig. Wir hatten eigentlich 180 Stunden Material gehabt. Der Editor hat immer gesagt, hey, stopp Loco, bitte. loco. Ja. Aber ja, im Endeffekt ist es ein Dokumentarfilm und irgendwie, klar hätte man ein bisschen reduzieren können, aber wir haben ja nicht ganz genau gewusst, wo die Geschichte durchgeht. Ich will es genau gleich machen, genau gleich viel Leidenschaft rein, genau gleich viel Zeit investieren. Vielleicht würde ich Skifahren lernen, dass ich auch mal die Eben, Piste so als runterfahren Snowboarden oder so. Ja. Danke dir. Gell?